Die Musik von Johnny Cash und seine Poesie sind eng verknüpft mit seinem Leben. Um das besser zu verstehen, habe ich meinen Kanal Memories of Johnny gegründet. Hier erzähle ich Stories aus dem Leben von Johnny Cash und präsentiere in jeder Folge am Schluss einen zur Story passenden Song. In der heutigen Folge geht es um die späten Jahre seiner Karriere, in denen er mit American Recordings noch einmal Musikgeschichte geschrieben hat. Begleitet wurden diese Erfolge allerdings auch von zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen und Schicksalsschlägen. Ich freue mich, wenn du dranbleibst, um mehr Details zu erfahren. Am Schluss der heutigen Folge präsentiere ich eine von Cashs letzten Eigenkompositionen, The Man Comes Around. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Eine kurze persönliche Anmerkung. Das Drehbuch zu der heutigen Folge war schon seit längerer Zeit fertig. Ich bin aber nicht zum Drehen gekommen, weil mich ein grippaler Infekt aus der Bahn geworfen hat mich für circa 3 Wochen lang aus dem Verkehr gezogen. Ich bin seit gestern wieder einigermaßen fit und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich hoffe auch, du hattest einen besseren Start ins neue Jahr. Damit zur Story. In meiner letzten Folge, die Auferstehung des Johnny Cash, habe ich bereits einige Details erzählt zu den Anfängen. Er war Anfang der 90er auf einem absoluten Tiefpunkt seiner Karriere, erlebte aber bereits kurze Zeit später einen gewaltigen Aufschwung, sprichwörtlich wie Phönix aus der Asche. Schau dir meine Folge dazu gerne noch einmal an. Ich blende im Hintergrund noch einmal kurz das Titelbild ein. Die Zusammenarbeit zwischen Cash und Rick Rubin dauerte etwa 10 Jahre bis zu Cashs Tod im September 2003. Das Material, das Cash in dieser Zeit aufgenommen hatte, war so reichhaltig, dass es auch noch für viele, viele weitere Veröffentlichungen lange nach seinem Tod gereicht hat. Aber dazu erzähle ich in einer anderen Folge später mehr. Zur Entstehung der ersten CD habe ich bereits schon einige Details erzählt. Hier möchte ich noch Folgendes ergänzen. Die Musikindustrie von Nashville hatte Cash ja bereits abgeschrieben, weil er so gut wie keine Platten mehr verkaufte. Seine Einkünfte, die er zum Leben brauchte, kamen aber hauptsächlich gar nicht mehr so aus den Plattenverkäufen heraus, sondern aus seinen zahlreichen Live-Konzerten, die er weltweit gab. Und auch in diesen schwierigen Jahren war er immer noch bis zu 120 Konzerten im Jahr weltweit unterwegs. So war ja auch, so eng war nun auch sein Terminkalender und es kam jetzt die Zeit, da sollten die Fotos für seine erste American Recordings CD entstehen. Er war zu dieser Zeit in Australien unterwegs und im Terminkalender gab es keine andere Möglichkeit. Die Fotografen sind ihm nach Australien nachgereist. Die Aufnahmen entstanden in der Nähe von Melbourne bei einem Feld neben einem Bahnhof. Warum erzähle ich das aber jetzt? Nun, vielleicht schau dir dieses Coverfoto, das ich hier gleich mal hochhalte in die Kamera, schau dir das mal genau an. Kann man das erkennen? Blendfrei. Ich glaube, so geht es. Ich habe diese Art des Zeigens bevorzugt, dass ich es jetzt nicht im Hintergrund einblende. Aber sieh dir die beiden Hunde links und rechts mal an. Sind sie dir aufgefallen? Das sieht aus wie geplant, aber das war es nicht. Die Hunde gehörten dem Bahnhofsvorsteher und waren in Cash total vernarrt. Cash alberte mit den Hunden rum und so haben sie es auf dieses Foto geschafft. Das wirklich Interessante daran ist aber, ich zeige es noch einmal, der eine Hund ist weiß mit schwarzen Streifen, der andere Hund ist schwarz mit weißen Streifen. Cash nannte diese Hunde auf Englisch Sin and Redemption, zu Deutsch Sünde und Erlösung. Genau das war für ihn wie ein Gleichnis, ein Sinnbild seines eigenen Lebens. Auch er hatte viel gesündigt und betete ständig häufig um seine Vergebung und Erlösung. Der ewige Kampf in ihm zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß, wie auch in dem Lied auf dieser CD The Beast in Me, beschreibt er das ja ziemlich eindringlich. Dieser Gegensatz ist auch die Grundlage für diese vielen düsteren American Recordings Aufnahmen und auch für sein emotionales und dunkles Image. Dementsprechend sind auch die Aussagen in seinen Songs, einige dieser Aussagen, ein Mörder,
den seine Tat noch im Gefängnis verfolgt. Das Biest in ihm, ich lese ein bisschen ab hier, das Biest in ihm, das seinen schwachen Käfig leicht zerstören kann. Ich habe alle vor den Kopf gestoßen, die ihre Hände nach mir ausstreckten. Warum ich, Herr? Was habe ich getan? Ich bin wie ein Soldat nach dem Krieg, wie ein junger Mann nach seinen wilden Jahren. Und eine innere Stimme sagt, du hast die Wahl, um durch das heilige Blut erlöst zu werden. Das sind ein paar zentrale Elemente in seinen Songs, die in dieser Kombination auch fast schon autobiografisch erscheinen. Diese Zusammenstellung ist sicher nicht spontan und es spielt auch keine Rolle, ob Cash diese Songs selber geschrieben hat oder sie von anderen Autoren gecovert hatte. Dazu darf man aber die Rolle des Marketings von American Recordings auch nicht unterschätzen. Sie wollten ihn neu erfinden und wollten ihn ganz bewusst von dem bisher bekannten klassischen Country-Sänger abgrenzen. So wurde aus Johnny Cash schlicht Cash und das auch fast nur noch in Schwarz, Weiß und Grau. Es knüpfte nahtlos an das Outlaw-Image an, das Cash sich Ende der 60er mit seinen Live-Konzerten in Folsom Prison und San Quentin selbst geschaffen hatte. Eine letzte Anmerkung zur ersten CD noch. Zu dem Titelsong Delia's Gone, den ich in meiner letzten Folge vorgestellt hatte, wurde auch noch ein Video produziert. Und dieses Video entstand in Cashs Heimatortnähe in Hendersonville. Die Hauptdarstellerin der Delia, die ermordet wurde, spielte Kate Moss. Die war damals Model und die Freundin von Johnny Depp, der ja auch Besitzer dieses Clubs Viper Room war, in dem Cash das erste Mal mit American Recording Songs in dem Image aufgetreten ist. Gewissermaßen gab es Cash jetzt zweimal. Das eine war der klassische Johnny Cash, der mit seiner Truppe von etwa 40 Begleitern und Musikern ständig weltweit unterwegs war. Und das andere war nur Cash, der mit American Recordings ein völlig neues und junges Publikum erobern konnte. Die zweite CD Unchained erschien 1996, Ende 1996. Man wollte bewusst keinen Abklatsch oder eine Wiederholung der ersten CD, man wollte wieder etwas Neues wagen. Die Frage war, würde es gelingen, dass Cash zusammen mit den Musikeridolen der Jugend auch erfolgreich ist? Und so entstand dieses Album mit musikalischer Unterstützung durch im Wesentlichen Tom Petty und den Heartbreakers, Flea von Red Hot Chili Peppers und Mick Fleetwood von der Gruppe Fleetwood Mac. Diese Platte wurde erneut mal wieder durch die Nashville-Industrie ignoriert, auch von vielen Country-Radiostationen boykottiert. Trotzdem war diese Platte so erfolgreich, dass sie schließlich sogar einen Grammy für das beste Country-Album gewann. Beflügelt durch diesen Erfolg war offenbar die richtige Zeit gekommen, den Verantwortlichen in Nashville mal eins auszuwischen. American Recording schaltete für $20.000 eine ganzseitige Anzeige mit Johnny Cashs berühmtem Foto, was 1969 während des Konzerts in San Quentin entstanden ist. Kennst du mit Sicherheit, ich blende die Anzeige im Hintergrund mal ein. Der Text übersetzt lautet: American Recordings und Johnny Cash möchten sich für die Unterstützung durch das Nashville Musik Establishment und Country Radio bedanken. Zitat Ende. Cash bekam viel Lob seiner Kolleginnen und Kollegen dafür, die diese Probleme offenbar auch gut kannten. Sicher nicht die ganz feine Art, aber sicher auch eine Art Rache für die vielen schlechten Behandlungen durch seine früheren Plattenfirmen. Bis zur Veröffentlichung der dritten CD Solitary Man sollten 4 Jahre vergehen, weil Cashs gesundheitliche Probleme inzwischen immer massiver wurden. Ich werde in meiner nächsten Folge darauf nochmal detaillierter eingehen. Ab Ende 1997 konnte Cash nicht mehr öffentlich auftreten und die Aufnahmen fanden überwiegend fast nur noch in seinem eigenen Studio in Hendersonville, in dem sogenannten Cash Cabin, statt. Man sieht es auch äußerlich, wenn man mal die Cover der ersten und der zweiten CD miteinander vergleicht. Halte sie mal hier rein. Zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen 2 Jahre
Und Cash wirkt auf dem Cover für Unchained mindestens 10 Jahre älter. Er wirkt auch schwächer, was aus seinem Zustand ja entsprochen hat. Insofern kann ich es, eine persönliche Anmerkung, nur als Riesenglück betrachten, dass ich tatsächlich 1995 die Chance hatte, ihn mal live in Hannover erleben zu dürfen. Das war für mich das erste Mal und ist auch leider das einzige Mal geblieben. Für das Cover der dritten CD Solitary Man war sein Zustand schon so schlecht, dass man ein älteres Foto verwendet hat, Backstage, also hinter der Bühne, 1994 entstanden. Auf diesen Aufnahmen merkt man auch, dass seine Stimme brüchiger und zittriger wurde. Die vierte CD erschien im November 2002, also 10 Monate vor seinem Tod. Er ließ es mit dieser CD, wie ich finde, nochmal richtig krachen. Der Titelsong The Man Comes Around, den hatte er dafür eigens komponiert. In diesem Song behandelt er die biblische Apokalypse, den Tag des jüngsten Gerichts. Die Idee dazu hatte er in einem Traum. Er träumte bereits Jahre vorher, dass ihn die britische Königin mal einen Dornenbusch im Wirbelwind nannte. Und durch seine Bibelstudien fand er diese Formulierung in der Bibel wieder. Und so entstand rund um die Geschichten, die er in der Bibel nachlesen konnte, dieser Song, den ich in der heutigen Folge präsentieren möchte. Und so klingt er. And I heard as it were the noise of thunder. One of the 4 beasts say, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be of golden ladders reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror and each sip and at each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to that big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast the golden crown. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to that big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind
is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the bricks in measured hundredweights and penny pounds when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name set on him was Death, and hell followed with him. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Ich bleibe bei Cashs gesundheitlichen Problemen, möchte da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen und auch sein Tod. Es ist leider unvermeidlich, auch auf dieses Thema mal zu sprechen zu kommen und darüber zu erzählen. Der Song, den ich mir für diese Story ausgesucht habe, befindet sich ebenfalls auf der 4. American Recordings CD als letzter Titel und ist einer, der für mich zu diesem Thema am allerbesten passt. Der heißt We'll Meet Again. Wir werden uns wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns in meiner nächsten Folge auch wieder. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.